Mein Name ist Ultimo Michael Pussy. Und wie Sie wissen, wie er auch der Presse zu entnehmen war, bin ich ein schwarzer Neger aus Somalia. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich nun auch vom obersten Gericht in Olmütz stehe, angeklagt der Piraterie. Ich bin unnatürlich geworden. Ich bin zu meiner Geschichte gekommen. Ich habe erkannt, dass ich nicht du ist. Ich habe meine Geschichte mitteilen können. Ich habe schon, so wie alle, eine Schauspielschulaufnahmeprüfung gemacht mit 800 anderen Leuten und bin dann aufgenommen worden. Ich glaube, ich hatte Glück, die richtigen Menschen für mich zu treffen, aber das, was ich daraus gemacht habe, das ist meine Arbeit, so, und dass ich mich da reingehauen habe. Und es war natürlich ein Glück, Duschan zu treffen, weil mich der dann einfach an gewisse Orte mitgenommen hat oder mir Rollen gegeben hat, die mir vielleicht andere nicht gegeben hätten. Aber ja, es ist schon, manchmal wache ich so morgens auf und denke so, oh Gott, was ist das jetzt hier alles? Aber ja, es ist sehr schön, aber es kommt auch viel Druck, also so schnelle oder sehr hochschnellende Karriere ist mit sehr viel Druck verbunden auch. Zeugen von Gegenständen. Was kommt, was kommt, was kommt? Ein Helmut! Im Augenblick flüchte ich aus einer Also es ist schon ein Luxus, dass man als festes Ensemblemitglied an einem Theater arbeiten kann. Also es gibt sehr viele ganz tolle Schauspieler, die das nicht machen können. So, also das war schon ein ganz großes Privileg. Ich habe ohne Eintrittskarte Spielen zugeschaut. Etwa 15 Gedanken gleichzeitig, die alle um dasselbe kreisen. Es ist ungerecht, es ist ungerecht, es ist ungerecht. Ist es das? In this article, this journalist called Heike Faller described that this person actually has some kind of the worst life you could ever have, because of course pedophilia is called a sickness, but it's basically that you fall in love with children. It's not only this abuse thing and this power thing, but the sickness is that you fall in love with them. And of course, there is no way of living this love, of experiencing this love, of getting an answer to this love. And I thought that this was terribly sad. And for the first time I was like, these pedophilian people who are always the bestialic, evil persons, they have like the worst life you could think of. And therefore the first time this victim, doer, abuser thing kind of, turned around for me. And just in this one thought. Sie hat doch bestimmt, sehr bestimmt, keine Gedanken im Sätzen. Wirklich nur Bildfetzen ohne Gedankentitel so richtig. Vor allem hat sie kein Mitleid, nein, genau. Sie hat kein Mitleid. Sie denkt nicht, was ist die doch klein und was tut der Jan und Entsetzen und all das. Sie denkt vielmehr, was tut die mir an, wo das doch meine Tochter ist, wo das doch mein Mann ist. Actually, we don't know the truth, what really happened. They, of course, in the text, daughter and mother completely disagree in remembering often. And the only thing that Steffi says is in the zoo, where she says he had this something inside which looks like he was just, like angry or mad, but there was more. And I think that's the only thing we can say about this father, that we know he had something inside and that was his way of dealing with it, and I don't want to justify this in any way. I think it's horrible, but as I mentioned concerning this newspaper article, I think there is more than just abuse. There's more difficulties in this victim. There is so much, so much to deal with that we can't think of. Während dem Vater draußen im Gang klar wird, schlagartig,
Das ist das Einzige an Leben, was wir beide je hervorbringen werden. To mám rád a hrozně mě jako baví to pouštět jako si sám jako pro sebe. A když jsem se tady jako chytil, že tady lidi minule docela jako tancovali a pak mi zavolali, že jako jo, tak jsem říkal, OK, tak to musím vzít nějak jako vážně. Nějaká příprava byla, no, musel jsem se naučit s nějakým mixážním jako programem a vybíral jsem nějaký tracky, no.